Hallo, ich begrüße Sie hier zum 5. Video dieser Serie. Es geht um die Gestaltung von Dokumenten mit Überschriften und Inhaltsverzeichnissen. Und da hatten wir in dem vorangegangenen Video gesehen, wie man hier Nummerierungen reinbringt in diese Überschriften und die tauchen dann auch hier im Inhaltsverzeichnis auf. Jetzt geht es darum, wie man solche Vorlagen, wie sie dann hier oben stehen, hier haben wir also für den Standardtext und für die Überschriften die Vorlagen, die kann man sich allerdings auch nach rechts hier vergrößert anzeigen. Hier werden wir dann sehen, wie man durch das Ändern dieser Vorlagen, beispielsweise für die Überschriften Ebene 1, sofort im gesamten Dokument die entsprechende Änderung vornimmt. Wer das nicht weiß, der hantiert dann hier mit verschiedenen Schriftgrößen, Schriftarten und Fettschrift und so weiter rum und vielleicht ist er schon so weit, dass er mit Format übertragen das auf andere Abschnitte oder andere Kapitelüberschriften übernehmen kann, aber das ist alles sehr schlecht, weil damit hat man nicht diese Möglichkeiten, die wir hier in den vorigen Videos gesehen haben, beispielsweise zur Generierung eines Inhaltsverzeichnisses. So, hier soll also jetzt beispielsweise diese blaue Schrift, die wir hier haben, in eine rote umgewandelt werden. Die Schriftart soll auch ein bisschen geändert werden. Und wenn man gesehen hat, wie man das hier bei der Überschriftenebene 1 macht, dann kann man das natürlich auch für die ganzen anderen Ebenen vornehmen. So, wir haben also die Möglichkeit, entweder hier oben die rechte Maustaste zu drücken und da auf Ändern zu gehen oder hier rechts. So, hier sehen wir, da ist die Farbe für die Überschriften Ebene 1 ist im Augenblick blau und ich gehe jetzt einfach mal auf Rot und klicke auf OK und schon sehen wir, das ist hier rot geworden. Und nicht nur bei der Überschriftenebene hier bei dem Punkt 1, wenn ich hier auf 2 gehe, sehen wir, das ist auch rot und bei 3 ist einfacher, man geht hier auf die Navigation, dann sehen wir es genauso. Also das kann ich also da oben einstellen, mit der rechten Maustaste überändern oder auch hier. Na, da habe ich die Möglichkeit, das zu ändern. So, das ist also hier die Möglichkeit, die Farbe zu ändern. Natürlich kann man hier unten, wo Format steht, auch natürlich die Schriftart und den Absatz ändern. Beim Absatz finden wir ganz wichtige Dinge für die Überschriften. Da steht zum Beispiel auch, dass man hier vor der Überschrift eine Zeile extra Abstand hat, also 12 Punkte. Das ist so eine Standardzeile bei der Schreibmaschine gewesen. Hat man da Platz, kann man also hier verstellen. Oder was auch ganz wichtig ist, hier haben wir ein Register Zeilen- und Seitenumbruch. Und da ist ganz wichtig bei Überschriften, dass die nicht am Ende einer Seite stehen. Und da gibt es hier diese Paginierung, Absatzkontrolle, Anhaken, das ist also hier standardmäßig der Fall. Man muss nur wissen, wenn man das nicht hat, wo man den Haken setzen muss oder nicht vom nächsten Absatz trennen. Das bedeutet bei Überschriften, da wird immer noch der nächste Absatz, also der normale Text, der dann nach der Überschrift kommt, der wird mit auf der Seite gehalten und wenn der nicht mit auf die Seite passt, dann wird auch die Überschrift auf die nächste Seite verschoben und nicht nur der Absatz, weil das sieht blöd aus, wenn am Ende einer Seite eine Überschrift steht. Diesen Absatz zusammenhalten, das heißt, dieser Absatz wird nicht über 2 Seiten verteilt, das kann man also entsprechend einstellen. Oder was auch möglich ist, hier steht Seitenumbruch oberhalb, wenn man die Hauptkapitel, also Überschriftenebene 1, immer auf einer neuen Seite beginnen lassen möchte, dann macht man hier einen Haken, dann würde also hier diese 3 Hauptkapitel hier zu Gorbatschow, die würden jeweils auf einer neuen Seite anfangen. Das können wir ja hier mal machen, das fällt nämlich dann auf. Ich klicke jetzt auf OK und nochmal auf OK und schon sehen wir hier, ist also hier, müsste jetzt gleich kommen, der Abschnitt 3, dann wählen wir hier mal aus. Da sehen wir, hier ist also eine neue Seite begonnen und hier beim Abschnitt 2 genauso und hier Leben auch. Da ist in dem Moment dann das Inhaltsverzeichnis allein auf einer Seite. So, wir können also hier bei den Formatvorlagen eine ganze Menge Einstellungen vornehmen. Ein paar wichtige habe ich hier erklärt und das schlägt sich dann sofort auf alle Stellen im Dokument nieder, wo man hier solche Dinge vorgenommen hat. Ich habe das hier mit der Überschriftenebene 1 gemacht, die es schon gibt.
Man kann das aber auch machen für ganz neue Formatvorlagen. Das haben wir dann hier unten. Da kann man eine neue Formatvorlage machen, die man dann nach eigenem Ermessen gestaltet, was dann also nicht für Überschriften gedacht ist, sondern beispielsweise für Nummerierungen, die man dann einsetzt, dass man also an einer bestimmten Stelle eine Nummerierung hat. Und wenn man an einer späteren Stelle dann fortlaufende Nummerierung also fortsetzen will, so wie wir das ja hier auch bei den Überschriften haben, nur nicht im Zusammenhang mit Überschrift, dann kann man das also hier entsprechend machen, indem man eine neue Vorlage erstellt. Das will ich aber hier nicht machen, weil das ist ja ein Intensivkurs. Das ist eine Übung, sollten Sie selbst probieren. Und ich denke, das wird dann auch entsprechend klappen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.